Herzlich willkommen bei Wunder heute. Der Erfahrungsbericht von Don Piper geht buchstäblich unter die Haut. Sein Bericht wurde anlässlich seines Besuchs am 25. September 2008 in der Freie Nazareth-Kirche in Berlin auf Einladung von Pastor Johannes Matthoutis aufgezeichnet. An dieser Stelle auch ein herzliches Dankeschön an Pastor Matthoutis, dass wir diesen Bericht hier veröffentlichen dürfen. Zuerst jedoch ein paar einleitende Informationen zu Don Piper, wohnhaft in der Nähe von Houston, Texas, und zu seinem Buch 90 Minuten im Himmel. Bei einem schweren Verkehrsunfall wurde Don Pipers Auto von einem LKW völlig zerquetscht. Die Sanitäter konnten nur noch Pipers Tod feststellen. Sein lebloser Körper lag in dem Autowrack, doch seine Seele erlebte bereits die unbeschreibliche Schönheit des Himmels. 90 Minuten nach dem Unfall kehrte Don Piper wie durch ein Wunder ins Leben zurück. In den folgenden Monaten durchlebte er eine schmerzhafte Zeit der Rekonvaleszenz. Doch was ihn in dieser Zeit tröstete, waren die wunderbaren Erlebnisse im Himmel. Weltweit wurden bislang über 2 Millionen Exemplare des Buches 90 Minuten im Himmel verkauft. Hier ein Zitat von Don Piper. Im Himmel war ich zu Hause. Dort gehörte ich hin. An diesem Ort wollte ich sein, mehr als ich jemals irgendwo auf der Erde hatte sein wollen. Die Zeit war nicht mehr und ich lebte einfach in der Gegenwart. Alle Sorgen, Ängste und Bedenken waren verschwunden. Ich war völlig bedürfnislos und fühlte mich vollkommen glücklich. Nun aber zum Erfahrungsbericht vom 25. September 2008. Lassen wir Don Piper zu Wort kommen. Thank you, Pastor. Thank you. Danke, Pastor. Danke. How are you tonight? Wie geht es euch heute Abend? Good, good. Good to see you. I'm very honored that you're here. Thank you for coming. Schön, dass ihr gekommen seid. I want to thank the pastor for letting me come. We had a wonderful time today. Ich danke dem Pastor, dass ich kommen durfte, und wir hatten heute eine ganz wunderbare Zeit zusammen. We drove all over Berlin. Wir sind ganz über Berlin gefahren. Durch Berlin. All over Berlin. Über Berlin. Durch All Berlin. over Berlin. Überall waren wir. We saw many wonderful things. Wir haben ganz wunderbare Sachen entdeckt. He knows so much about Berlin. Und er kennt sich so gut aus in Berlin. And what a gracious host. Und er ist ein sehr großzügiger Gastgeber. One of the gifts of the Holy Spirit So eine Gabe des Heiligen Geistes is the gift of hospitality. ist die Gabe der Gastfreundschaftlichkeit. And we have experienced it in Germany. Und wir haben das jetzt in Deutschland erfahren. We have been very blessed to be here. Und wir sind so gesegnet, dass wir hier sein dürfen. Hier in And we're Berlin. so thankful you're here too. Und wir sind so dankbar dafür, dass ihr hier seid. This is a great church, Das ist eine ganz wunderbare Gemeinde. and we're honored to be here. Und wir sind so geehrt, dass wir hier sein dürfen. Let me ask you, how many people were not here last night? If you were not here, let's raise So your hand. lasst mich fragen, wer gestern nicht hier war. Okay. We have some new people. Thank you for So haben coming. wir viele neue Leute, und wir sind froh, dass ihr gekommen seid. We'll share some of the story that we shared last night so you'll know where we're going. Ich teile jetzt etwas von dem mit, was wir gestern schon gesagt haben, damit ihr genau wisst, in welche Richtung wir gehen. Much of the story is contained in this book, 90 Minutes in Heaven. So das meiste, wovon ich rede, steht in diesem Buch 90 Minuten im Himmel. And another book that I have written called, you'll read it because I'm not sure what it's called here. Und dann haben wir noch ein neues Buch, das heißt, wenn das Leben neu beginnt. Right. In America, this is called Heaven is Real, In Amerika nennt man das, der Himmel ist real. Lessons on Earthly Joy. Und es ist eine Lektion über die Freude auf der Erde. It's about what I call the new normal. Und das ist, was ich nenne, das neue Normale. New beginnings. Einen neuen Anfang. I will talk more about new beginnings tonight. Und ich werde heute mehr über den neuen Anfang reden. And after we finish, if you have a copy of the book, I will be glad to sign it for you. Und wenn wir dann fertig sind und du hast eine Kopie von diesem Buch, dann werde ich es für euch signieren. And as the pastor may have already said, there'll be copies for sale at the back. Und wie der Pastor es euch schon gesagt hatte, hinten im Foyer liegen dann die Bücher.
Well, I'm going to share part of the testimony of 90 Minutes in Heaven here as we gather. So, ich möchte euch jetzt noch etwas von dem Zeugnis erzählen von 90 Minuten im Himmel. I was in a terrible automobile accident 19 years ago. Vor 19 Jahren war ich in einem ganz furchtbaren Autounfall. And by that I mean I was actually killed in an automobile accident 19 years ago. So, was ich sagen will, ist, ich war total zerstört. Ich war sogar tot in dem Moment. So what am I doing here? So, was tue ich denn jetzt hier, fragst du dich vielleicht. If I was killed in an automobile accident, what am I doing here? Wenn ich in einem Autounfall getötet wurde, was mache ich denn heute hier? Well, I was invited here to share the story. So, ich wurde hier eingeladen, um einen Teil mitzuteilen. I was returning to my church from a conference I had attended. Ich war in einer Konferenz und war auf dem Wege dann nach Hause zu meiner Gemeinde. And I was driving across a rural bridge, a bridge in the country on the way back. Und dann auf diesem Wege nach Hause fuhr ich über eine Brücke, die sehr abgelegen lag. And while crossing the bridge, a large truck, a tractor-trailer truck, crossed the center stripe and hit me head on. So, als ich dann auf eine Brücke zufuhr, kam ein riesengroßer, also 9 Achsel LKW auf mich zu, fuhr über der Mitte auf meinen Wagen zu. I never saw the truck. Ich habe diesen LKW nie wirklich gesehen. It all happened so fast. All das geschah unwahrscheinlich schnell. He was driving very fast, Der Fahrer fuhr sehr, sehr schnell. and he hit me head on. Und er ist direkt aufgeprallt auf mein Auto. The truck rolled over the top of my car, Und dieser riesengroße LKW fuhr über mein Auto hinweg. and I was killed instantly. Und ich wurde sofort getötet. When the police and ambulances finally arrived, Als dann die Polizei und die Ambulanz endlich ankamen, they searched and, they looked at all the victims. They examined all the victims. da hatten sie alle die Menschen untersucht, die um mich herum waren. Everyone else was okay except me. All die anderen Menschen waren in Ordnung, außer ich. I was killed instantly. Ich war sofort getötet. They covered up the body with a blanket, So, man hatte meinen Körper abgedeckt mit einer Decke. and they waited for someone to come and take the body away to a mortuary. Und dann hatte man gewartet, dass jemand also meinen Körper wegnahm zu einem Institut, wo die Toten lagen. There were many people behind me who could not drive anymore because the traffic was blocked on the bridge. So viele Autos waren hinter mir auf dieser Brücke, weil alles blockiert war. Niemand konnte mehr durch. Der Verkehr war vollkommen gestoppt. One of the people behind me in the traffic was a pastor, and he was with his wife. Und hinter mir in dieser Menge von Autos war auch ein Pastor mit seiner Frau, der in dieser gleichen Konferenz war mit mir. They came up on the bridge and they saw the accident. So die kamen dann auf diese Brücke zu und sahen diesen Unfall. And the pastor asked the policeman if he could pray for one of the victims. Und der Pastor fragte dann den Polizisten dort, ob er nicht für einen von diesen Verletzten beten dürfte. The policeman said there is no one to pray for here. Der Polizist sagte, hier ist niemand, für den Sie beten können. Everyone else that was involved in the accident are not injured. Und all die anderen Menschen, die hier auch noch waren, die sind alle nicht verletzt. The man in the red car, that was me, is dead. Und dieser Mann, der in dem roten Auto ist, der ist tot. Then God spoke to the pastor. Und dann sprach der Herr zu dem Pastor, And this is what he said. und das Folgende hatte er gesagt. Pray for the man in the red car. Der Herr hatte gesagt, bete für den Mann in dem roten Auto. Pray for the man in the red car. Bete für den Mann in dem roten Auto. Well, this did not make any sense to him. Und das machte für diesen Pastor überhaupt keinen Sinn. Because I was already dead. Denn ich war zu dem Moment ja schon tot. He did not believe in praying for dead people. Und dieser Pastor glaubte nicht, dass man für tote Menschen beten sollte. But he did believe in obeying God. Aber er glaubte, dass man Gott gehorsam sein musste. So even though he didn't understand it, he prayed anyway. Obwohl er es nicht verstanden hatte, was er tun sollte, tat er es trotzdem. He got permission to get in the car with my body. So er bekam dann die Erlaubnis, dass er ins Auto hineinkommen durfte zu seinem Körper. And it was just my body. I wasn't there. I was in heaven. Es war wirklich nur mein Körper, denn ich war ja wirklich gar nicht da. Ich war ja schon im Himmel. You know, we all occupy bodies here on earth. This is just our earth suit.
Was wir hier haben, ist wirklich nur so ein Erdanzug. It is. Es ist so. It is. Well, I had gone to heaven and the body remained. So, ich war dann im Himmel und der Körper war noch auf der Erde. So the pastor crawls into the car under the blanket with the body. So, der Pastor kroch dann in das Auto unter diese Decke zu mir. And he finds that the only thing I did not break in the accident was my right arm. Und dann fand er heraus, dass alles, was an mir noch gesund war, war mein rechter Arm. Everything else was broken. Alles andere war total zerbrochen. So he puts his hand on my right arm and he begins to pray for me. So, dann legte er seine rechte Hand auf meinen Arm und betete für mich. Other people are also praying for me by this time. Und zu dieser Zeit beteten auch schon andere Menschen für mich. My church and my family were notified that I had been in a terrible accident. Meine Familie und meine Gemeinde waren in der Zeit schon benachrichtigt worden, dass ich in einem Unfall verwickelt war. But they were not told that I had died. Aber man hat ihnen nicht gesagt, dass ich schon tot war. So all they did was they started praying too for me. So fingen sie alle an, für mich zu beten. So many prayers are lifted up to God for me. So wurden sehr, sehr viele Gebete zum Herrn erhoben für mich. One man is praying for me even though he knows I'm dead. Und da ist ein Mann, der auch noch weiterhin für mich betete, obwohl er wusste, dass ich tot war. Thousands of people are praying for me because they know I've been in an accident. So inzwischen waren es Tausende von Menschen, die für mich gebetet hatten, obwohl ich tot war. And they're all pleading with God that I should live. Und sie machten ernsthafte Fürbitte zum Herrn, damit ich leben würde. Well, all these prayers are being heard by God. Und der Herr hatte alle diese Gebete erhört. And he responds. Und er hatte daraufhin reagiert. The accident happened at 11:45 a.m. So, dieser Unfall geschah um 11:45 Uhr am Vormittag. At 1:15 in the afternoon, that man is praying over my dead body. So um 1:15 Uhr, also 13:15 Uhr deutscher Zeit, betete der Mann immer noch über meinen toten Körper. He's singing the song, What a Friend We Have in Jesus. Und er sang das Lied, was für einen Freund haben wir in Jesus. It says, oh, what peace we often forfeit. Und es sagt, was für einen wunderbaren Frieden erhalten wir von ihm. Oh, what needless pain we bear. Oh, was für unnütze Schmerzen tragen wir. All because we do not carry Alles nur darum, weil wir everything to God in prayer. nicht alle unsere Sorgen zum Herrn bringen. He's singing that song over my body Und er sang jetzt dieses Lied über meinen Körper. at 1:15 in the afternoon. Um 1 Uhr, also 13:15 Uhr über meinen Körper in dem Auto. 90 minutes after the truck hit me. Und das war 90 Minuten, nachdem dieser LKW mich umgebracht hatte. And suddenly there under the blanket, Und plötzlich dort unter dieser Decke I started singing the song with him. fing ich an, das Lied mit ihm zu singen. He got out of the car very fast. Und er rannte, also verschwand aus dem Auto ganz schnell. 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 Very fast. Sehr And he schnell. said to the policeman, the dead man is singing. Und er sagte dann zu dem Polizisten, der tote Mann singt. They didn't believe him. Man hatte ihm nicht geglaubt. It's unbelievable, isn't it? Es ist doch unwahrscheinlich, ist es nicht? But he was right. I was singing. Aber er hatte recht, ich hatte gesungen. They had to get me out of that wrecked car. So, man musste mich nun aus diesem Autowrack herausholen. I was taken to many hospitals. Und dann wurde ich zu verschiedenen Krankenhäusern gefahren. Finally, I arrived in a hospital that could help me. Und dann kam man endlich zu einem Krankenhaus, dort, wo man mir helfen konnte. Even though I had sustained brain damage and internal injuries in the accident, Obwohl ich einen Gehirnschaden hatte und innere Zerbrechungen und einen kaputten Oberkörper. the man who had prayed for me in the car prayed that they would go away. Und dieser Mann, der für mich gebetet hatte im Auto, hatte gebetet, dass das alles geheilt würde in meinem Körper. They went away. Und das hatte der Herr alles geheilt. Einen zerbrochenen Oberkörper und mein Gehirn. But I had many other tragic injuries. Aber ich hatte noch sehr viele furchtbare Verletzungen. My legs were crushed by the collapsing car.
Meine Beine waren total zerstückelt, verkrüppelt durch diesen Unfall, durch diesen Prall. I broke my right leg right at the knee. Mein rechtes Bein wurde zerbrochen dort beim Knie. My left leg was cut in two. Mein linkes Bein war vollkommen durchgeteilt. 4 inches of the bones were missing. Ungefähr 10 Zentimeter der Knochen waren einfach verschwunden. This arm was separated at the shoulder. It went over my back. Und dieser Arm war getrennt von der Schulter und lag auf dem Hintersitz. From here forward was actually in the back seat of the car. Also dieser Teil von dem Arm befand sich auf dem Rücksitz. I had 34 major surgeries. Ich hatte 34 große Operationen. I was in a hospital bed for 13 months. Und ich war auf dem Krankenbett im Krankenbett für 13 Monate. They told me I would never walk again. Und man hatte mir gesagt, ich werde nie mehr gehen können. They told me I would never use this arm again. Und man sagte mir, ich könnte nie mehr meine linke Hand erheben. They were wrong. Sie waren alle verkehrt. God worked miracles in my life. Gott tat Wunder in meinem Leben. You know, God is still in the miracle Und business. wisst ihr, Gott ist immer noch im Geschäft, um Wunder zu wirken. Yeah, He is. I've seen Him all the time. Und ich habe das schon sehr, sehr oft erlebt. And God answers prayer. Und Gott beantwortet Gebete. I was speaking at a church in Houston, Texas, where I live. Ich hatte in einer Gemeinde gesprochen, in Houston, Texas, dort wo ich lebe. A large banquet of people sitting around tables. Und dort saßen die Leute an diesen Banquettischen. While I'm speaking, a man sitting at a table gets a phone call. Und während ich dort spreche, bekommt ein Mann, der dort saß, einen Anruf. He had a cell phone, but it did not ring. It vibrated. Er hatte so ein Handy, aber es hatte keine Klänge abgegeben. So I saw him like this, So, ich sah seine Reaktion and I could tell he got an amazing phone call. und ich habe erkannt dann, dass er ein ganz außergewöhnliches Gespräch But he did not answer the phone. aber er hat das nicht beantwortet. He left right after the service was over. So, dann hatte er den Raum sofort verlassen, als der Gottesdienst zu Ende war. So I did not know what the phone call was So, about. ich wusste wirklich nicht, worum es hier ging. After the service, we were standing outside. So, nach dem Gottesdienst standen wir dann draußen. My son-in-law Scott is with me tonight. So, mein Schwiegersohn Scott, der dort hinten steht, war auch dabei. We were talking, Und wir hatten uns unterhalten. and suddenly this man appeared out of the darkness. Plötzlich kommt dann dieser Mann aus der Dunkelheit heraus. He walked up to me and he said, I want to meet you. Und er kommt zu mir und sagt, ich möchte Sie gerne kennenlernen. Did you notice I got a phone call tonight while you were speaking? Haben Sie erkannt, dass ich ein Gespräch bekam, während Sie predigten? I said, yes, I noticed. Is everything okay? Und ich sagte ihm, ja, aber ist alles in Ordnung mit Ihnen? He said, it's more than okay. Er sagte, es ist noch mehr als alles in Ordnung. I said, what do you mean? Ich sage, was meinen Sie denn? He said, I have a best friend who lives in another state. Und dann sagte er, ich habe einen meiner besten Freunde, der in einem anderen Staat lebt. We both have children, Und wir beide haben Kinder. and we have been best friends since we were little boys. Und wir sind Freunde, seitdem wir kleine Jungs sind. So our children know each other. So auch unsere Kinder kennen einander. All of our children are Christians, Unsere Kinder sind alle Christen. except one. Außer einem Kind. His oldest child, Mein ältestes Kind. a son. Es war ein Sohn. We have been praying for him for many years, Und wir haben für ihn schon für viele, viele Jahre gebetet. that God will bring him to himself, Dass Gott ihn zur Besinnung bringen wird. that he would become a Christian. Dass er ein Christ werden würde. Tonight, while you were talking about answered prayer, So heute Abend, als du davon gesprochen hattest, über die Gebetsbeantwortungen, my phone rang, schellte mein Telefon. and I recognized my friend's phone number. Und dann habe ich auf diesem Handy die Nummer erkannt. While you were talking about answered prayer, Und weil du darüber gesprochen hast, wie Gott Gebete beantwortet, his son became a Christian. wurde sein Sohn ein Christ. God answers prayer. Gott beantwortet God is, Gebete. God is still in the miracle business. Gott ist immer noch in dem Geschäft, um Wunder zu wirken. Maybe you're here tonight and you need a miracle. Vielleicht bist du heute Abend hier und du brauchst auch ein Wunder. Maybe you're here tonight and you want to be prayed for.
Und vielleicht bist du hier und du brauchst Gebete. Maybe you're here tonight and you have not been praying. Und vielleicht bist du hier und du brauchst kein Gebet. I believe God answers prayer. Aber ich glaube, Gott antwortet auf jedes Gebet. In the Bible, there is a book called the Book of James. In dem Wort Gottes, da ist ein Buch, das heißt Jakobus. And in that book, there is a question. Und in dem Buch, da ist eine Frage. Here is the question. Und dies ist die Frage. Is any one of you in trouble? Ist irgendeiner von euch in Schwierigkeiten? Then the book says he should pray. Dann sagt das Wort Gottes zur Antwort, er soll beten. And it says that the effective prayers, the passionate prayers Und es sagt dann, dass das ernst gemeinte Gebet, of someone who prays to God jemanden, der zu Gott betet, will avail much. It will cause much to happen. wird dazu kommen, dass viel erreicht wird beim Herrn. Jesus said, if you ask it in my name, Jesus sagt, wenn du etwas fragst in meinem Namen, I will do it. dann werde ich es tun. Sometimes the answer to our prayers is no. Manchmal ist die Antwort zu unserem Gebet nein. Sometimes the answer to our prayers is another time. Manchmal ist auch die Antwort zu unserem Gebet etwas später. But I believe God answers prayer. Aber ich glaube, dass Gott die Gebete beantwortet. I believe we have not because we ask not. Ich glaube, weil das Wort Gottes sagt, ihr habt nicht, weil ihr nicht fragt. Let me ask you a question from my heart to yours. So lasst mich euch etwas fragen. Von meinem Herzen zu euren Herzen. What would happen in Berlin? Was wird in Berlin geschehen? What would happen in Germany Was wird in Deutschland geschehen, if you prayed as passionately wenn ihr mit großer Leidenschaft beten würdet? as that man prayed over my dead body? Wie that man prayed over my dead wie body? dieser Mann über meinen toten Körper gebetet hatte. Think about that. Denkt mal bitte darüber nach. Why a revival would start here in Germany. Dann könnte hier eine große Erweckung entstehen in Deutschland. Lives would be changed here. Die Menschen würden total verändert werden. Why not Germany? Warum nicht hier in Deutschland? Why not now? Warum nicht jetzt? God answers prayer. Der Herr erhört die Gebete. And God is still in the miracle business. Und der Herr ist immer noch im wunderwirkenden Geschäft. I was speaking in Hawaii in April of last year, not this year, last year. Im letzten Jahr in April war ich in Hawaii. It's tough to have to go to Hawaii, but somebody had to do it, so I went over there. Es war schwierig für mich, nach Hawaii zu gehen, aber jemand musste sich ja opfern. I'm just joking. It's wonderful to Ich go to mache jetzt Hawaii. einen Witz. I spoke in a church like this. Ich sprach in einer Gemeinde so wie diese. I asked people to come forward who wanted to become Christians. Und dann sagte ich den Leuten, sie möchten doch bitte nach vorne kommen, die Christen werden People wollten. began to come forward. Und die Menschen kamen überall nach The vorne. Holy Spirit was moving. Der Heilige Geist bewegte sich gewaltig. I noticed a woman in a wheelchair rolling herself forward. Und dann hatte ich eine Frau entdeckt, die in einem Rollstuhl war, die sich selbst fortbewegte. No one's pushing her. She's rolling herself. Niemand hatte sie bewegt. Sie rollte selbst nach vorne. And I could tell she was quite elderly. Und ich hatte erkannt, dass es eine ältere Person war. And so I wanted to talk to her, but I did not get a chance. Und dann hatte ich wirklich den Wunsch, mit ihr zu sprechen, aber ich hatte dann keine Möglichkeit mehr dazu. I had never seen a woman rolling herself down the aisle in a wheelchair to come forward in church. Ich hatte noch niemals gesehen, wie eine Frau sich selbst fortbewegte in dem Rollstuhl, um nach vorne zu kommen. After the service, I went over to where she was. So nach dem Gottesdienst bin ich zu ihr rübergegangen, dort wo sie sich befand. I was in a wheelchair for 2 years, so I know what that's like. Ich war selber im Rollstuhl für 2 Jahre, so ich weiß, wie es ist. So I leaned over to speak to her. So habe ich mich zu ihr rübergebeugt, um mit ihr zu sprechen. I said, "Ma'am, did you make a decision tonight?" So sagte ich zu ihr, Madame, haben Sie eine Entscheidung getroffen heute Abend? She said, "I certainly did." Sie sagt, ganz natürlich, sicher habe ich eine Entscheidung getroffen. I said, "What is your decision?" Und dann sagte ich, wie war denn deine Entscheidung? She said, "I asked Jesus into my heart." Sie sagt, ich habe Jesus Christus in mein Herz eingeladen. I said, "Hallelujah. Und ich sagte, There's a Halleluja, new name written down in glory." da ist ein ganz neuer Name im Himmel geschrieben. Did you know, ma'am, that they're singing your name in heaven now? Und dann habe ich ihr gesagt, Madame, wissen Sie, dass Ihr Name jetzt im Himmel verkündigt wird? The angels are rejoicing because they know you're coming. Die Engel freuen sich schon jetzt, weil sie kommen werden in den Himmel. And she said,
I don't think it's going to be very long. Dann sagte sie, ich glaube, es wird nicht mehr lange dauern. I said, really? Ich sagte, wirklich? How old are you? Wie alt sind Sie denn jetzt? She said, I'm 95 years old. Sie sagte, ich bin 95 Jahre alt. 95 years old. I'd never seen a 95-year-old woman come forward in church. Ich habe noch niemals gesehen, wie eine 95-jährige Frau sich selbst nach vorne rollte. Rolling herself down the aisle in a wheelchair. Und sie hatte sich selbst nach vorne gerollt. I said, well, I'm so happy that you've come. Und ich sagte, ich bin so froh, dass Sie gekommen sind. She said, there's one other thing you should know. Und dann sagte ich ihr, du solltest doch etwas Besonderes hier wissen. I said, what is that? Und ich sagte, was ist das? She said, this is the first time I have ever been in a Christian church. Und sie sagte dann, ich bin heute zum allerersten Mal in einer christlichen Gemeinde. In her entire life, that's the first time she'd ever been in a In Christian ihrem church. ganzen Leben war sie zum ersten Mal in einer christlichen Gemeinde. I think that's a miracle. Ich denke, das ist ein Wunder. If a 95-year-old woman could come to church for the first time Wenn eine 95-jährige Frau and give her heart to Christ, zum ersten Mal in eine christliche Gemeinde kommt, you can do the same thing. in dem Rollstuhl und gibt ihr Leben Jesus, dann könnt ihr das auch. You say that would be a miracle. Na, vielleicht sagst du, ja, aber das ist doch ein großes Wunder. God is still in the miracle business. Gott ist immer noch im wunderwirkenden Geschäft. They told me I would never walk. Mir hat man gesagt, ich würde niemals wieder laufen They können. told me I would never use this hand again. Man hatte mir gesagt, ich werde niemals mehr meine linke Hand, meinen Arm benutzen können. It was in the back seat of the car. Und dieser Arm war auf dem Rücksitz von meinem Auto. But after 34 operations, I'm walking. Aber nachdem ich 34 Operationen durchgemacht habe, kann ich wieder And laufen. this is my arm. Und dies ist mein Arm. God is still in the miracle business. Gott ist immer noch im wunderwirkenden Geschäft. Maybe you need a miracle. Vielleicht braucht ihr auch Wunder. Maybe you're in a situation now where only a miracle would get you through it. Vielleicht bist du in einer Situation, wo nur ein Wunder dich wirklich durchbringen kann in deinem Leben. I believe God can work a miracle in your life Und too. ich glaube, dass der Herr auch für dich ein Wunder bereit hat. You've come to the right place. Ihr seid heute hier am richtigen Platz. During my long recovery, I had a very difficult time. Während meiner langen Wiederherstellung oder Genesung hatte ich eine sehr schlimme Zeit. Excuse me. Have you noticed that sometimes bad things happen to you, even when you're not doing something bad? Hast du erkannt, dass auch oftmals dir Schwierigkeiten begegnen, obwohl du gar nichts dagegen gemacht hast? We were looking on the internet before we came to the service tonight. So, wir hatten heute Abend am Internet einmal etwas nachgeschaut. Pictures of Houston and Galveston, where I live. Und zwar haben wir den Ort gesehen von Galveston in Houston, dort wo ich lebe. A hurricane came and wiped out everything. Ein Hurricane kam über diesen Staat und hat vieles vernichtet. All that is left is places where houses used to be. Alles, was man noch sehen kann, ist oft Häuser, also was übrig geblieben ist. Nur noch der Boden, das Fundament. Many of these people did nothing wrong. Die meisten von diesen Menschen hatten nichts verkehrt gemacht. They were living faithful lives. Sie hatten gute, treue Leben gelebt. Many of these people were faithful Christians. Die meisten von ihnen waren vielleicht sogar treue Christen. So why do bad things happen to good people? So warum geschehen diese schlechten Dinge den guten Menschen? Such is the way of the world in which we live. Und so ist es in dieser Welt, in der wir jetzt leben. I must say this to you, it's not what happens to you. So, ich möchte euch sagen, es ist nicht das, was dir geschieht, It's what you do with what happens to you. sondern es ist das, was du damit tust, was dir geschieht. Many people collapse under the weight of their problems. Viele Menschen brechen total zusammen von dem Gewicht der Last, die auf ihnen liegt. Many people are defeated by their heartbreaks and diseases. Viele Menschen sind total niedergeschlagen von den Herzensschmerzen und Nöten, die auf sie zugekommen sind. But God can help you through it. Aber der Herr wird und kann euch da durchtragen. He helped me through it. Er hat mir geholfen, da durchzukommen. I had to find a way to change the way I was. Ich musste den Weg verändern,
den Weg, wie ich gelebt hatte. I had both legs broken and my arm was broken. Ich hatte meine beiden Beine gebrochen und mein Arm war gebrochen. And I was in that hospital bed for 13 months. Und ich war in diesem Krankenhausbett für 13 Monate lang. I began to lose hope that I would ever be a healthy person, that I would ever be meaningful again. Und ich hatte dann schon manchmal die Hoffnung verloren in diesem Krankenhaus, dass ich überhaupt noch ein bedeutendes Leben leben könnte. Maybe you feel that way too. Vielleicht denkst du auch so und fühlst so. Or you know and love someone who feels that way. Oder du kennst auch eine Person, die in dem Zustand ist. Defeated, Total niedergebeugt, in great pain, in großen Schmerzen, perhaps depressed, vielleicht auch deprimiert, depressed. wondering what you're going to do with the rest of your life. Und vielleicht denkst du, was soll ich denn noch überhaupt mit dem Rest meines Lebens tun? In fact, that may be why you came here tonight. Vielleicht ist das auch der Grund, warum du heute Abend hierher gekommen bist. You're looking for answers. Du schaust nach Antworten. How do I get through this bad time, this terrible time? Wie komme ich durch diese schlechte Zeit, in der ich mich jetzt befinde? Here's what I had to do. Und das Folgende ist, was du zu tun hast. I had to find a way to take my pain and turn it into a purpose. So, ich hatte es folgendermaßen gemacht in meinem Leben. Ich habe die Schmerzen genommen und habe sie umgewandelt in einen besonderen Grund zum Leben. I had to find my way to take my tragedy and turn it into a triumph. Ich musste meine Tragödien nehmen, um sie in einen Triumph umzuwandeln. And the way God allowed that to happen Und den Weg, den Gott erlaubte, dass dies geschehen würde, is He convinced me to help people find a new normal, a new beginning. und er hatte mich davon überzeugt, dass ich anderen Menschen helfen würde, ein neues Leben zu beginnen. The people in Houston and Galveston are going to have to find a new way to live. Die Menschen in Houston, in Galveston, in Texas müssen auch alle einen neuen Weg finden zu leben. They will never be the way they were before. Sie werden auch nicht mehr so sein, wie es vorher mal war. And because of what has happened to them, Und aufgrund dessen, was ihnen geschehen ist, they'll have to decide whether they're going to be bitter or better. sie müssen sich dann entscheiden, und zwar ganz schnell, ob sie bitter sein wollen oder besser. So have you had something bad happen to you? So, ist irgendetwas sehr Schlechtes euch geschehen? Are you bitter or better? Seid ihr bitter oder seid ihr besser? This is what we're talking about. Und das ist, worum wir heute Abend sprechen. I know many people who say that they're Christians, Ich weiß, dass es viele Menschen gibt, die sagen, ich bin ein Christ, but they have no joy in their life. aber sie haben überhaupt keine Freude in ihrem Leben. They don't seem to be here for a reason. Sie erkennen nicht, dass sie hier auf dieser Erde sind für einen ganz bestimmten Grund. God has a reason for your being here. Der Herr hat einen ganz bestimmten Grund für euch, warum ihr hier seid. He has something for you to do, Er hat etwas zu tun für euch. and He wants you to know it. Und er möchte, dass ihr das auch wisst. Perhaps what God can do with your loss or tragedy or difficulty Vielleicht das, was der Herr mit euch tun kann, mit dem, was ihr verloren habt oder in der Tragödie, in der ihr euch befindet. He can use you to help someone else. Er kann dich benutzen, damit du einer anderen Person hilfst. I had a woman came up to me after I spoke some time ago. Vor einiger Zeit kam eine Frau zu mir. She handed me a card with her name on it. Ich hatte gesprochen und dann gab sie mir ihre Visitenkarte. And under her name it said Grief Support Counselor, Grief Counselor. Und dann stand auf dieser Visitenkarte Trauer und Unterstützung für Trauer. I said to her, this is a very important thing you're doing. Und dann sagte ich zu ihr, das ist eigentlich sehr wichtig, was Sie da tun. She said, you don't understand. Da sagte sie, Sie verstehen doch gar nicht, was Sie sagen. I said, explain it to me. So sagte ich ihr, bitte, dann erklären Sie es mir doch. She said, my husband and I, 3 years ago, my husband and I were making breakfast. So, dann erklärte sie Folgendes. Mein Mann und ich machten das Frühstück und dies vor 3 Jahren. I was at the sink doing something. Und ich stand dann da am Spülstein und tat was. He was cooking something at the stove. Und er war dann am Ofen und kochte. I turned to speak to him. Und ich drehte mich um mit ihm zu sprechen. He was lying on the floor, Er lag dann dort auf dem Fußboden, dead. tot. I went over and I tried to revive him. Und ich bin dann zu ihm gegangen, um ihn zu erwecken. I called for medical help. Und dann hatte ich das Telefon genommen und einen Mediziner gerufen. We did everything we could, Und dann haben wir alles getan, was wir nur konnten. but he died. Aber er starb. I was devastated. Ich
war so zerstört danach. I didn't know what to do. Ich wusste überhaupt nicht, was ich tun sollte. I stopped eating and sleeping. Dann habe ich aufgehört zu essen und dann konnte ich auch nicht mehr schlafen. I stopped going to work. Und dann ging ich auch nicht mehr zur Arbeit. I lost my job. Ich habe meine Arbeit dann verloren. My life was just wrecked. Mein Leben war dann vollkommen ein ganzes Chaos. I didn't know what I was going to do. Ich wusste nicht mehr, was ich machen sollte. One day there was a knock on my door. Und dann plötzlich klopfte jemand an meiner Tür. Some people from my church came to meet me. Einige Leute von meiner Kirche kamen zu mir, um mich zu sehen. They said, "You're coming with us." Sie haben gesagt, du kommst jetzt mit uns. I said, "Where are we going?" Da habe ich gesagt, wo gehen wir denn hin? "We're going to church." Wir gehen in die Kirche. On Thursday? Nothing's happening at church on Thursday. Am Donnerstag? Es ist doch überhaupt nichts los in der Kirche am Donnerstag. Something was happening at our church on Doch, Thursday. es war was ganz Besonderes los. I never noticed it before because it didn't affect me. Und sie sagte, das hatte mich nie betroffen. They had a grief support group at the church. Man hatte dort eine Unterstützung für Trauernde in dieser Unterstützergruppe, in dieser Gemeinde. For people who had lost loved ones. Für Leute, die geliebte Menschen in ihrem Leben verloren hatten. I did not want to go. Und diese Frau wollte nicht gehen. But I did not want to hurt their feelings either because they cared about me. Aber ich wollte auch nicht diese Frauen verletzen, So denn sie waren ja sehr bemüht um mich. So I went to church. So bin ich mit ihnen zur Kirche gegangen. Isn't it wonderful what church members can do for each other? Ist das nicht wunderbar, was Kirchenmitglieder einander tun können? I don't know how anybody lives today without a church caring about them. Ich verstehe überhaupt nicht, wie Menschen überhaupt leben können, ohne dass sie Gemeinschaft haben mit den Gläubigen. This is a church that cares about you. Und dies ist eine Gemeinde, die sich um dich kümmert. She says, I went to church anyway and I sat in this group. So sagt sie, ich bin dann mitgegangen zur Kirche und ich saß dann in dieser Gruppe. But I did not participate. Aber ich habe einfach nicht mitgemacht. I was mad at God Ich war ärgerlich über Gott, because he took my husband. weil er meinen Mann weggenommen hat. But I listened to what they said. Aber ich habe gehört, was sie gesagt haben. They all talked about their loved ones who had died. Sie sprachen alle über die geliebten Menschen, die sie verloren hatten. They passed around photos of the people who had died. Und dann haben sie die Bilder auch noch herumgereicht von den Lieben, die sie verloren hatten. They passed around books that they had read that helped them. Und dann haben sie Bücher verteilt, die sie gelesen hatten und die ihnen geholfen hatten. Sometimes they laughed out loud about some funny things that their loved ones had done. Und manchmal lachten sie auch ganz laut, weil sie Dinge erzählten, die ihre geliebten Menschen getan hatten. I couldn't help myself. I was drawn to this group. Und ich konnte dann einfach gar nicht, ich wurde einfach dorthin gezogen zu ihnen. On the next Thursday, no one had to come and get me. I went by myself. So, dann am nächsten Donnerstag brauchte mich niemand mehr abholen, denn ich ging von ganz alleine dorthin. But I still sat here. I didn't get involved. Aber ich saß immer noch abgesondert und ich hatte mich noch nicht dort eingeschlichen. By the third week, I joined the group. Und beim dritten Mal bin ich der Gruppe beigetreten. After 6 weeks, I went to speak to the leader of the group. So nach 6 Wochen bin ich dann zu dem Leiter dieser Gruppe gegangen. I said, how did you start a group like this, a grief support group? Und dann habe ich zu diesem Leiter gesagt, wie hast du denn überhaupt diese Gruppe angefangen, um Trauernde zu unterstützen? The leader said, my husband died. Und dieser Leiter sagte, oder Leiterin sagte, mein Ehemann starb. She said, that's what happened to me. Und das ist, was mir geschehen ist. I know, said the leader. I Ach so, know, ach so. I know. Und dann sagte er, oh, ich weiß. And the lady who was speaking to me said, well, how did you get this group started? So diese Frau, die dann sprach an dem Abend, sagte, aber wie hast du denn diese ganze Gruppe angefangen? She said, I studied a course at the university about how to help people who've lost loved ones. So sie sagte dann, ich bin zur Universität gegangen und habe dann einen Kurs belegt, wie man Menschen helfen kann, die geliebte Menschen verloren haben. She said, they offer a course in that? Da fragte sie, also da gibt es sogar Lehrgänge drüber? Yes, they do, said the Ja, leader. sagte sie, man kann das studieren. The woman who lost her husband talking to me, she said, I signed up for the course the next week. So diese Frau, die zu mir gesprochen hatte, sagte dann, ich bin dann nächste Woche auch zu diesem Kursus gegangen und habe mich dort eingetragen, um diesen Kursus zu belegen. I am now trained to help people who lose loved ones. Und jetzt bin ich auch trainiert, um Menschen zu helfen, die ihre Geliebten verloren haben. I said, you can help them now because you understand how they feel. So habe ich ihr gesagt, du kannst ja jetzt Menschen helfen, weil du genau weißt, wie sie fühlen in dem Moment. Oh no, it's more than that, she said. Sie sagt, aber es ist noch viel mehr als das. I don't just understand them and I help them through their dark time. Sie sagt, es ist nicht nur, dass ich sie verstehe
und erkenne in ihrer dunkelsten Zeit, she said, I put my arm around them and I walk beside them. nein, sagt sie, ich nehme meinen Arm um sie, ich lege meinen Arm um sie und gehe mit ihnen. I believe the way you can get through your dark time Ich glaube, den Weg, den ihr einschlagen könnt, wenn ihr durch eure dunkelste Zeit geht, is to help other people get through theirs. indem ihr anderen Menschen helfen könnt, durch ihre schwierige Zeit zu gehen. It will help you. Und das wird dir dann helfen. Now you know why you had to go through that, Und deshalb weißt du dann auch, warum du durch die Schwierigkeiten gehen musstest. to find a way to help others. Um den Weg zu finden, wie du anderen Menschen helfen kannst. I have been knocked down, Ich bin schon so oft heruntergeschlagen but I'm worden, not knocked out. aber ich bin nicht unten geblieben. I have been beaten up by the car wreck. Beaten up. Ich wurde schon von allen Seiten geschlagen, But I'm not beaten aber ich bin nicht geschlagen, because I'm still here. weil ich noch hier bin. And you're still here. Und ihr seid noch hier. God can help you help others. Und Gott kann euch helfen, damit ihr anderen Menschen helfen könnt. That will help you. Und das wird dir dann am meisten helfen. It's a new beginning. Und das ist der neue Anfang. I want to read you some scriptures in 1 Corinthians. Und jetzt möchte ich 1 euch, Corinthians. 2 Corinthians, I'm sorry, 2 Corinthians. eine Schriftstelle vorlesen im 2. Korinther. 2 Corinthians. I'll read it. If you have a Bible, that's fine. If you don't, you can listen to us read it. 2 Corinthians chapter 1, verses 3 and 4. 2 Corinthians chapter 1, verses 3 and 4. 2. Korinther 1. You said Go ahead and read it. 3 and 4. Ja. 1, 3 und 4. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Erbarmungen und Gott allen Trostes, der uns tröstet in all unserer Bedrängnis, damit wir die trösten können, die in allerlei Bedrängnis sind, durch den Trost, mit dem wir selbst von Gott getröstet werden. Praise be to God and Father of our Lord Jesus Christ. Gelobt und gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Erbarmungen. The Father of compassion and the God of all comfort, Der Vater der Erbarmungen und der Gott allen Trostes, who comforts us in all of our troubles, der uns tröstet in all unseren Bedrängnissen, so we can comfort those in any trouble, damit wir die trösten können, die in allerlei Bedrängnis sind. with the comfort we ourselves have received from God. Durch den Trost oder Tröster, mit dem wir selbst von Gott getröstet werden. Who better to help people through their difficult times Wer ist besser in der Lage, jemandem zu helfen in seinen Schwierigkeiten, than someone who has been through difficult times? denn derjenige, der durch Schwierigkeiten gegangen ist? I want you to understand that God can use you Ich möchte euch zu verstehen geben, dass Gott euch alle gebrauchen möchte, to bless someone else. um andere Menschen zu segnen. Our choice is to be depressed and to be beaten down, Unsere Auswahl oder was wir oft wählen, ist, dass wir uns niederbeugen lassen or we can take the circumstances of our life and bless somebody else. oder wir können uns umdrehen und die Umstände benutzen, um andere Menschen zu segnen. Last night I talked to many of you after the service. Zu vielen Menschen hatte ich gestern Abend noch gesprochen nach dem Gottesdienst. Some of you are going through some very difficult times. Und für viele Menschen habe ich erkannt, also sie gehen durch so viele furchtbare Situationen. Perhaps some that have joined us tonight for the first time, you're going through a difficult time. Und für viele, die zum ersten Mal heute Abend hier sind, vielleicht geht ihr auch durch viele Schwierigkeiten. Let me suggest to you that God can use you to comfort others. Lass mich dir einmal vorschlagen, dass Gott dich benutzen kann, damit du andere trösten kannst. And the Bible says that He will comfort you with the comforts you offer to others. Und das Wort Gottes sagt, dass mit dem du andere tröstest, wird Gott dich wieder trösten. Many times in the Bible, it uses the word new. Sehr oft in dem Wort Gottes, wo es heißt neu, There is the New Jerusalem. da ist zum Beispiel das neue Jerusalem, There is a new birth. da ist das, was es sagt, die neue Geburt, There is a new commandment. da ist ein neuer Befehl, There is a new covenant. da ist ein neuer Bund There is new wine. und da ist neuer Wein. So God is interested in new things. So der Herr ist sehr interessiert an Neuem. Do you like your life the way it is now? Gefällt euch euer Leben, das so wie es jetzt ist?
Would you like a better life? Möchtet ihr ein besseres Leben haben? God can give you a new beginning. Gott kann jedem von uns einen neuen Anfang geben. God can give you a new life, Gott kann euch ein neues Leben geben. a new birth. Eine neue Geburt. And maybe that's what you need. Und vielleicht ist das, was du benötigst. Maybe that's why you're here tonight. Und vielleicht ist das der Grund, warum du heute Abend hier bist. Listen as God speaks to you. Und höre bitte zu, wenn der Herr zu dir spricht. About 2 years ago, I was speaking to a group that involved a lot of people in the military. So vor 2 Jahren habe ich zu einer Gruppe gesprochen, zu Menschen, die mit im Militär waren. One of these people had just returned from service overseas. Und eine von dieser Personen kam gerade zurück von einer Mission, die ziemlich weit weg war. Serving in the military overseas. Und es war ein Militärdienst in einem anderen Land. She came to hear me speak about new beginnings. Und diese Frau aus diesem Militär hörte, wie ich sprach über einen neuen Anfang. She came to see me afterwards. Sie kam auch dann hinterher zu mir. She was crying uncontrollably. Und sie weinte dann außer Kontrolle. Now, people in the military don't often cry where you can see it. Und Menschen, die beim Militär sind, sind eigentlich nicht die Typen, die immer weinen. But she was crying very hard that day. Aber diese Frau weinte ganz furchtbar. When she finally settled down, I asked her what was bothering her. Als sie sich dann etwas beruhigt hatte, habe ich sie dann gefragt, was sie denn wirklich betrübte. She said, "You were talking about a new beginning today." Sie sagte, du hast heute davon gesprochen, dass ich einen neuen Anfang haben kann. I said, "Yes, and?" Ja. Yes? Ja? She said, "I need a new beginning." Und sie sagte, ich brauche einen neuen Anfang. I said, "Good, God can give you one." Sag ich, gut, Gott wird dir einen neuen Anfang geben. She said, "I just returned from overseas. Sie sagte, ich komme gerade von dieser anderen Nation. I lived a terrible life over there. Ich habe dort ein ganz furchtbares Leben gelebt. I did things I thought I would never do. Ich habe Dinge dort getan, ich dachte, die würde ich nie in meinem Leben tun. I'd turned my back on my Christian upbringing." Ich hatte meinen Rücken dem Christenleben zugewandt. She began to describe to me some things she had done. Und dann erklärte sie mir all diese furchtbaren Dinge, die sie getan hatte. They were not good. Die waren alle nicht gut. But she said everyone else did them too, Aber dann sagte sie, die anderen taten das ja auch. except one other soldier. Außer einem anderen Soldaten. She remained faithful. Und diese Soldatin blieb treu. She read her Bible every day. Sie las jeden Tag das Wort Gottes. She went to the chapel services that they had every week. Wann immer da Kapellendienst war, Kirchendienst, ging sie dorthin. She tried to get the rest of the soldiers to have a Bible study in their tent. Dann hatte sie versucht, die anderen Soldaten in ihr Zelt hineinzubekommen, um ihr Bibelstudium zu machen. We laughed at her. Aber wir hatten sie alle ausgelacht. We made fun of her. Ach, wir haben sie verspottet. We didn't have anything to do with Wir her. wollten mit ihr überhaupt nichts zu tun haben. She was a faithful Christian and we treated her terribly. Sie war eine ganz treue Christin, aber wir hatten sie ganz furchtbar behandelt. We received our military orders to be transferred back to America. Und dann hatten wir unsere Befehle bekommen, vom Militär wieder zurückzukommen, zu ziehen in die Vereinigten Staaten. Not long after we got back, I was serving on guard duty one night. Und nicht lange danach hatte ich einen Dienst. The phone rang. Und während ich dort im Dienst stand, schellte das Telefon. I picked it up. Ich nahm den Hörer auf. It was that girl. Es war dieses Mädchen. She said, "What are you doing?" Sie sagte, was tust du? I said, "I'm on guard duty here at the barracks. Ich sagte, ich hier in diesen Gebäuden hier vom Militär, ich habe hier heute Dienst. Can you get someone else to substitute for you?" Und da sagte sie, kannst du bitte jemanden holen, der dich ersetzt? I don't know, maybe. Why? Da habe ich gesagt, ja, vielleicht. Warum? Because I would like for you to come to church with me tonight. Und dann sagte sie, ich möchte, dass du heute Abend mit mir zur Kirche kommst. I don't know about going to church. I don't think I want to do that. Und dann sagte ich weiß nicht, ob ich mit zur Kirche gehen soll. Ich weiß es nicht. But God has brought you safely home from overseas. Don't you want to praise God? Und dann sagte sie am Telefon, aber Gott hat dich doch heil nach Hause gebracht. Willst du jetzt nicht Gott loben und preisen dafür? No, I don't want to go to church. Nein, 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 ich will nicht zur Kirche gehen. Oh, please, just do it for me. I don't want to go by myself. Und dann sagte sie weiter, aber bitte, bitte, komm doch nur für mich, nur meinetwegen, komm mit. I was very close to saying yes. Und dann sagte sie war so nah daran, Ja zu sagen. Then the other people in my unit came into the barracks. Und dann plötzlich kamen die ganzen anderen Leute von meiner Gruppe in meine
Baracke, also Haus. Who are you talking to? Und dann fragten sie mich, mit wem sprichst du da? I told them I was talking to the faithful girl. Und dann hatte ich ihnen gesagt, ich spreche hier mit dieser treuen Christin. What does she want? Und dann sagten sie, was will sie denn? She wants me to go to church with her. Dann sagte ich dieser Gruppe, ach, sie will, dass ich mit ihr zur Kirche gehe. They began to laugh at me. Und dann lachten sie alle. You're not going to church, are you? Sie lachten mich richtig aus und sagten, du gehst doch nicht mit der zur Kirche. I was embarrassed. No, I'm not going to church, not me. Und dann war ich wirklich beschämt und dann sagte ich auch noch, ach nein, ich gehe doch nicht mit der zur Kirche. I hung up the phone on my friend, Und dann habe ich an meinem Freund das Telefon aufgehängt. my faithful friend. Meiner treuen christlichen The other Schwester. soldier says, come go with us. We're going to have a good time tonight. Und dann riefen die anderen von dieser Gruppe, komm mit uns heute Abend, wir werden eine ganz tolle Zeit zusammen haben. I knew what they were going to do. It would not be good. Und ich wusste, das, was sie tun wollten, war nicht gut. I said, no, I'm going to stay here and do my duty. Und dann habe ich ihnen gesagt, nein, ich gehe auch nicht mit euch, ich will hier sein und meinen Dienst verrichten. They all left. Und dann hatten sie mich alle verlassen. After they left, the phone rang again. Und nachdem sie dann alle weg war, also diese Gruppe, stellte das Telefon wieder. But it was not my friend. Aber es war nicht mehr mein Freund, meine Freundin. It was the commanding officer. Es war dann der Befehlshaber. He said, who is there with you now? Und dann rief er und sagte, wer ist jetzt dort, wo du bist, mit dir? He said, there's no one here but me. Und dann erklärte ich ihm, hier ist niemand mit mir, ich bin ganz alleine. He said, I'm afraid I have some very bad news for you. Dann sagte er, es tut mir wirklich leid, aber ich glaube, ich habe hier sehr schlechte Nachrichten für dich zu überbringen. Your faithful friend Deine treue Freundin has been killed in an accident. wurde in einem Unfall tödlich verunglückt. She's dead. Sie ist tot. Isn't that amazing, he said? Sagte, ist das denn nicht eigenartig? She served over in a war zone, Sie hatte dort in dieser Kriegszone gedient, returned home safely, kommt nach Hause ganz unversehrt and then lost her life after she got home. und kaum ist sie zu Hause, da verliert sie ihr Leben. The commanding officer says, when everyone gets back to the barracks, Und dieser Befehlshaber sagte dann, wer immer zurückgeht in das Dienstgebäude, I want you to call me. I'm going to come and tell everyone what happened. dann möchte ich, dass du mich rufst und dann werde ich allen Bescheid sagen, was geschehen ist. I hung up the phone and began to cry. Und dann hatte ich den Hörer aufgelegt und fing an zu weinen. She had been such a faithful Christian, Sie war so eine treue christliche Frau. and now she had gone to be with the Lord. Und jetzt ist sie mit dem Herrn. And I thought about my own life. Und dann hatte ich über mein eigenes Leben nachgedacht. And so when I heard you were speaking tonight, I had to come and hear you. Und als ich dann gehört hatte, dass sie sprechen würden, musste ich sie hören. I need a new beginning. Und sie sagte mir dann, ich brauche einen neuen Anfang. I need a new start. Ich brauche einen ganz neuen Start. So I said, what is your new beginning going to be? What's your new normal? What are you going to do now? So sagte ich, was denkst du denn, was ist dein neues Normalsein? With tears in her eyes, this is what she said. Und mit den Tränen in den Augen ist das Folgende, was sie sagte. I'm going to take her place. Dann sagte sie, ich werde ihren Platz übernehmen. I'm going to take her place. Ich werde ihren Platz übernehmen. From now on, I'm going to serve the Lord, she said. Von jetzt ab werde ich dem Herrn dienen. I'm going to read the Bible the way she read it. Und ich werde das Wort Gottes lesen, so wie sie es gelesen hatte. I'm going to share my faith like she shared hers. Und ich werde meinen Glauben austeilen und verteilen, wie sie es gemacht hat. And I'm going to invite as many people into the kingdom as I can. Und ich werde so viele Menschen, wie es nur möglich ist, ins Königreich Gottes einzuladen, wie es nur möglich ist. Let me ask you tonight, have you drifted away from the Lord? So, ich möchte euch heute Abend fragen, seid ihr vom Herrn abgewichen? Were you faithful at one time? Wart ihr vielleicht irgendwann einmal treu? Come home. Dann komm bitte jetzt zurück zu ihm. Come home to the Lord. Komm zurück zu ihm nach Hause. That is your new beginning. Und das ist dann dein neuer Anfang. Tonight you can re-establish your relationship with the Lord. Und heute kannst du deine Verbindung zu ihm, deine persönliche Verbindung zu ihm wieder total herstellen. God can use you to minister to others. Gott kann dich benutzen, damit du anderen dienen kannst. Where you go to school, Wo du zur Schule gehst, where you work, dort, wo du arbeitest, on the street where you live,
dort an den Straßen, wo du lebst, in your own family. und in deiner eigenen Familie. God can use you. Gott kann dich dort gebrauchen. God is all about new beginnings. Gott kümmert sich um jeden neuen Anfang. Tonight can be your new beginning. Und heute Abend kann dein neuer Anfang sein. May God help you to do it. Und möge der Herr euch helfen, das zu tun. I must tell you, during the time I was dead, Jetzt möchte ich euch noch sagen, in der Zeit, als ich tot war, I did get to see heaven. habe ich den Himmel gesehen. Would you like to go to heaven? Möchtet ihr auch in den Himmel? We're not getting up a group tonight, but would you like to go to heaven? So, ich frage euch nur, möchtet ihr auch zum Himmel kommen? You never know, it could be tonight. So, ihr wisst ja nicht, ob das vielleicht schon heute Abend sein kann. That soldier didn't know that her life would end so soon. Dieser Soldat oder Soldatin wusste nicht, dass das ihr letzter Tag war. That's why you have to be ready all the time. Und deshalb musst du jederzeit bereit sein zu gehen. Let me read you a few scriptures about what it says about heaven. Revelation 21. So, jetzt möchte ich das noch einiges lesen aus dem Wort Gottes, und zwar Offenbarung 21. Last book of the Bible, the Revelation, and one of the last chapters of the Bible. Wir lesen im letzten Kapitel und im letzten Buch, Revelation 21. Offenbarung 21. Listen to these verses. Und hört euch die folgenden Verse an. Revelation 21, Offenbarung 21, 1 through 5. 1 bis 5. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen, und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, aus dem Himmel von Gott herabkommen, bereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Und ich hörte eine laute Stimme vom Thron her sagen, siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein, und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und er wird jede Träne von ihren Augen abwischen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird nicht mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der Tod, welcher auf dem Thron saß, und der, welcher auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er spricht, schreibe, denn diese Worte sind gewiss und wahrhaftig. And read verse 21, please. Und jetzt 21? 21. Ja. Und die 12 Tore waren 12 Perlen. Je eines der Tore war aus einer Perle. Und die Straße der Stadt reines Gold, wie durchsichtiges Glas. Would you like to go to a place like this? Möchtet ihr zu einem Platz gehen wie diesen? No more pain. Dort gibt es keine Schmerzen mehr, No more tears. keine Tränen, No mourning. keine Trauer No death. und keinen Tod. That's heaven. Und das ist der Himmel. There really is a golden street. I saw it. Und dort gibt es wirklich goldene Straßen, ich habe sie gesehen. There really is a gate of pearl. I saw it. Und das sind wirklich die Tore von Perlen, ich habe sie gesehen. And I saw people there who are not crying anymore. Und ich habe die Menschen gesehen, die dort nicht mehr weinen. And I saw people there who are no more pain. Und ich sah dort die Menschen, die keine Schmerzen mehr hatten. Maybe you're here on earth and you have a great deal of pain in your life. Vielleicht bist du hier heute Abend, hier auf dieser Erde, und hast sehr viele Schmerzen in deinem Körper. Pain in your heart and pain in your body. Vielleicht Schmerzen in deinem Herzen und Schmerzen in deinem Körper. Not in heaven. Das gibt's nicht im Himmel. No pain. Dort gibt's keine Schmerzen. Would you like to go here? Would you like to go to heaven? Möchtest du zum Himmel gehen? Jesus is the way. Jesus ist der einzige Weg. And you notice that it uses the word new over and over again. Und ihr erkennt, dass man immer wieder das Wort neu sagt in diesen Schriftstellen. New heaven. Einen neuen Himmel, New earth. eine neue Erde. I am making all things new. Und er sagt, ich mache alles neu. That's heaven. Das ist der Himmel. I saw people there that helped me get there. Und ich habe die vielen Menschen getroffen, die mir geholfen hatten, dorthin zu kommen. The people I saw there I recognized, but they had new bodies. Und die Menschen, die ich dort gesehen hatte, hatten alle einen neuen Körper. I have a body that is very, very bruised and beaten now. Mein Körper ist ziemlich mitgenommen und zerschlagen und gebrochen worden. I have scars all over me.
Ich habe überall an meinem Körper habe ich Narben from 34 medical operations. von 34 Operationen. In heaven, I had no scars. Und im Himmel hatte ich keine Narben mehr. I had no gray hair. Ich hatte auch gar kein graues Haar. I had lots of hair. Ich hatte viele Haare. A man stopped me after a service not long ago. Und vor einiger Zeit hatte mich ein Mann angehalten nach einem Gottesdienst. He said, heaven sounds great to me. Da sagte er, der Himmel, das hört sich ja ganz gut an. Do you think I'll have any hair? Meinst du, ich werde dort meine Haare haben? He lost his hair. Er hatte alle seine Haare verloren. I don't know what you're interested in tonight, Ich weiß nicht, woran ihr interessiert seid heute Abend. but in heaven you'll be perfect. Aber im Himmel werdet ihr alle perfekt sein. Perfect in every way. Perfekt in jeder Art und Weise. Heaven is God's perfect place. Der Himmel ist der Platz von dem Herrn, in dem alles perfekt ist. Are you going there? Werdet ihr dort sein? Jesus is the way. Denn Jesus ist der Weg. I heard music there like I've never heard here. Ich habe dort Musik gehört, die ich noch nie gehört hatte in meinem Leben. Great songs praising God. Ganz herrliche Lieder, die Gott verherrlichten. For He alone is worthy of our Denn praise. nur er alleine ist würdig, gepriesen zu werden. I heard the wings of angels. Ich hatte die Flügelschläge der Engel gehört. Many angels in heaven. Es gibt dort so viele Engel im Himmel. We do not become angels in heaven. Wir werden keine Engel im Himmel. They're a totally different group of beings. Sie sind eine vollkommen andere Art von Wesen. The Bible says we will have charge of the angels someday. Das Wort Gottes sagt, wir werden die Oberhand haben, also wir werden über den Engeln dienen. They will respond to us. Sie werden das tun, was wir sagen. So we don't become angels in heaven. So wir werden keine Engel werden. The angels will work for us. Die Engel werden für uns arbeiten. We are the only creatures on earth Wir sind die einzigste Schöpfung hier auf dieser Erde, that God created in His image. die Gott in seinem Ebenbild geschaffen hat. That means we have a special relationship with Him. Das heißt, wir haben eine ganz besondere Beziehung zum Herrn. Do you have a special relationship with Him? Habt ihr auch diese besonderen Beziehungen zum Herrn? He wants to have one with you. Er möchte eine mit euch haben. That's the reason He sent His Son to die for you. Und deshalb hat er Jesus gesandt, You say, well, zu why did sterben. Jesus have to die? I'm sorry. Vielleicht fragst du, warum ist Jesus gekommen, um für uns zu sterben? Yeah, why did Jesus have to die? Warum musste Jesus sterben? Because there is sin in the world. Weil da Sünde ist in dieser Welt. You heard about the perfect place. Und ihr habt jetzt hier über diesen perfekten Platz gehört. You can't be in the perfect place if you're not perfect. Du kannst nicht in einem perfekten Platz sein, wenn du nicht perfekt bist. You say, well, that leaves me out. I'm not perfect. Vielleicht sagst du, ach, gehöre ich ja dann nicht zu. Jesus can make you perfect. Jesus kann dich aber perfekt machen. Because His death on the cross defeated sin. Denn sein Tod an dem Kreuz vernichtete die Sünde. When He was resurrected, He defeated sin. Als er wieder aufstand von den Toten, hatte er die Sünde zunichte gemacht. Our sins are so awful Unsere Sünden sind so furchtbar, that they killed Christ on the cross. dass sie Jesus Christus töteten am Kreuz. But He didn't stay dead. Aber er blieb dort He nicht. overcame the sin. Er wurde ein Überwinder. He overcame death. Er wurde ein Überwinder über den Tod. And He's building heaven right now. Und nun baut er für uns im Himmel. You say Jesus is building heaven? Und du sagst, Jesus baut dort im Himmel? He was a carpenter, wasn't he? Er war doch ein Zimmermann. War er das nicht? He was. Er war es. And He says, I go to prepare a place for you. Und er sagt, ich gehe und bereite einen Platz für dich Heaven's being vor. built right now. Im Himmel wird zurzeit sehr viel gebaut. It is. Es ist so. He's getting ready for you. Und er macht alles bereit für dich. He's getting ready for you. Er macht alles bereit für uns. Are you ready for Him? Seid ihr bereit für ihn? Are you? Seid ihr das? Are you? Seid ihr das? Well, it's a magnificent place. It's the most beautiful place I've ever seen. Es ist eines der herrlichsten Plätze, Berlin is very beautiful. I saw many beautiful things today. den ich jemals gesehen hatte, obwohl ich heute diese schöne Stadt Berlin gesehen habe. I've been on the fjords of Sweden. Und ich war schon in diesen Fjorden in Schweden. I've driven across the English countryside.
Und ich war auch schon auf der englischen, in den englischen Landschaften. I've been in northern Italy and seen the beautiful things there. Und ich war im Norden von Italien, habe dort die Schönheiten gesehen. I've been to Hawaii and seen the palm trees and the sand. Und dann war ich in Hawaii und habe die Palmen gesehen und den Sand. I stood at the foot of the Grand Canyon in America like nothing I've ever seen Und before. dann stand ich an den Füßen von den Great Canyon in den Vereinigten Staaten und habe Dinge gesehen, die None of it compares to heaven. atemberaubend, und es ist nicht zu vergleichen. None of it compares to heaven. Nichts ist damit zu vergleichen mit dem Himmel. God has prepared heaven for his people. Und der Herr hat diesen Himmel vorbereitet für sein Volk. The brightness and the brilliance there is blinding. Die Herrlichkeit und das Leuchten und Glänzen im Himmel ist unbeschreiblich. The glory of God is amazing. Denn die Herrlichkeit Gottes ist dort. And we get to experience it Und wir werden das alles dort dann erleben dürfen. through Jesus Christ. Durch Jesus Christus. I was in Sweden almost 3 years ago now, Vor fast 3 Jahren war ich in Schweden. and I was finished speaking, Und ich war kurz fast zu Ende mit dem, was ich zu sagen hatte. and a lady came to see me afterwards. Und dann kam eine Frau zu mir nach dem Gottesdienst. Her name was Inga. Inga. Und dann kam eine Frau zu mir, ihr Name war Enga. She says, "Can I get a book from you?" Und dann sagte sie, kann ich eins von Ihren Büchern haben? I said, "Of course, we have one here." Und ich sagte, ja, natürlich, hier ist eins. She said, I had a copy of your book, but I lost it. Sie sagte, ich hatte schon mal eine Kopie von Ihren Büchern, aber ich habe es verloren. In Sweden, it's called Minuten i Himmel. Oh oh. Yeah, hieß es. Minuten i Himmel. Nick Dimini, was immer. So I Schwedisch. said, yes, I'll sign the book for you. Und ich sagte dann, ja, ich werde dieses signieren, das Buch. Just making conversation, I said, how did you lose your book? Und dann haben wir uns unterhalten und dann sagte ich, warum haben Sie denn Ihr Buch verloren? She said, I lost it on vacation Und dann sagte sie, ich habe es verloren, während ich in meinen Ferien war. with my husband. Mit meinem Mann. I said, really? What happened? Und ich sagte, was ist denn da geschehen? She said, we were sitting beside a swimming pool, Und dann sagte sie, wir saßen neben einem Swimmingpool and I was reading your book. und ich las dann in ihrem Buch. I've been a Christian since I was a young girl. Und dann sagte sie, sie sei ein Christ schon, seitdem sie ein kleines Mädchen war. My husband is a very wonderful man, a very good man. Dann sagte sie, mein Mann ist ein sehr guter But Ehemann. he is not a follower of Christ. Aber er ist kein Nachfolger von Jesus Christus. I've been praying for him ever since we met. Und seitdem wir uns kennen, bete ich für ihn. Because I love him here, I want to love him in heaven too. Denn ich liebe ihn hier auf der Erde und ich möchte ihn weiter lieben, wenn wir im Himmel sind. He was sitting by the pool with me. Und mein Mann saß neben mir an diesem Swimmingpool. Suddenly, without any warning, Und plötzlich, es war überhaupt keine Warnung da, an enormous wave came and washed everything away. kam eine ganz plötzliche hohe Welle und wusch alles weg. I lost my book Und ich habe damals dieses Buch verloren dadurch. and my husband. Und mein Ehemann. I said, where was this? Und dann sagte ich ihr, aber wo war denn das? She said, it was a place called Banda Aceh. Dann sagt sie, es war an einem Platz, der hieß Banda Aceh. I said, you were in the tsunami? Sagt sie, sagte ich, du warst in diesem Tsunami? She said, yes, I was in Ja, the sagt sie, tsunami. da war ich. Oh my goodness, I said, how awful. Sagte ich, oh, wie furchtbar war das dann doch. She said it was terrible. Und sie sagt, das war ganz, ganz schlimm. After the wave went away, there was nothing left. Nachdem diese furchtbare Welle gekommen war, war überhaupt nichts mehr dann von Leben übergeblieben. Everything was washed away. Alles war weggewaschen. There was no food or clothing, Es gab keine Kleidung mehr, keine Lebensmittel, nowhere to sleep. kein Platz mehr zum Schlafen. Those of us who were alive just walked around aimlessly. Wir, die wir noch lebten, sind einfach so da herumgelaufen, hilflos und wussten nicht, wo wir hingehen sollten. It was almost 2 days before help began to arrive. Und es brauchte dann 2 Tage, bevor wir irgendeine Hilfe bekommen konnten. Food and water and shelter. Und zwar Unterkunft, Wasser und Lebensmittel. There were no phones or newspapers or television or radio, no media. Es gab kein Radio, kein Telefon, keine Beziehungen nach draußen. They began to put up large boards like this, billboards. Und dann hat man so ganz große Tafeln aufgebaut. And on the billboards they put photographs of people who were dead and alive. Und dann zeigte man dort auf diesen großen Tafeln Menschen, die noch lebten und Menschen, die schon tot waren. So you could find them where the body was or where they were living. Damit man die Menschen, die verloren gegangen waren,
finden konnte. That was the only form of communication we had. Das war die einzigste Art und Weise, wie die Menschen noch kommunizieren konnten. Every day I went to look for my husband's picture. Und jeden Tag bin ich dahin gegangen und habe das Bild von meinem Mann gesucht. I couldn't find him among the living or the dead. Ich konnte meinen Mann nicht finden unter den Toten und auch nicht unter den Lebendigen. 3 days passed. Und dann vergingen 3 Tage. 4 days passed. Und dann 4 Tage. 5 days Und dann passed. vergingen 5 Tage. Every day I would look for his picture Und jeden Tag habe ich nach seinem Bild Ausschau gehalten. among the living or the dead. Unter den Lebenden und den Toten. On the 6th day I went to look one more time. Und dann am 6. Tag bin ich nochmal dahin gegangen, um meinen Mann zu suchen. I just prayed to God, God help me find him. Und dann habe ich nur zum Herrn gebetet und habe gesagt, Herr, hilf mir, dass ich ihn finde. Even if he's dead, just let me know so I'll know what happened to him. Auch wenn er tot ist, Herr, dann lass mich doch nur wissen, wo er ist. I looked, I couldn't see his picture. Und dann schaute ich wieder und ich sah sein Bild But as nirgends. I was walking away, I did see his picture. Und als ich dann wegging, sah ich plötzlich sein Bild. Way down in the corner of the board. Ganz, ganz, ganz am Ende von dieser riesigen Tafel. He was among the living. Und er gehörte noch zu den Lebenden. My heart leapt with joy. Und mein Herz freute sich in dem Moment. I asked, where is this place? Where is this place? I have to find my husband. Und dann habe ich gefragt, wo ist dieser Platz? Ich muss meinen Mann finden. And I found him and it was a joyful reunion. Und dann habe ich ihn gefunden und es war ein herrliches Treffen. The Swedish government arranged transportation back to Sweden. Und dann kam die schwedische Regierung und brachte uns zurück nach Schweden. We had nothing but the clothes on our back. Wir hatten überhaupt nichts mehr, nur noch die Kleidung an unserem Körper. We held hands on the airplane all the way home. Und wir hatten unsere Hände gehalten im Flugzeug und auf dem ganzen Weg nach Hause. He would squeeze my hand and say, I'm so glad God let you live. Und er drückte meine Hand und sagte, ich bin so froh, dass der Herr erlaubt hat, dass du lebst. And I would say, me too. Und I ich love you very sagte, much. und ich auch, und ich danke ihm so sehr. Back and forth, we said this many times. Und das haben wir hin und wieder zu uns gesagt. Right before we landed, he squeezed my hand one more time. Und kurz bevor wir dann landeten in Schweden, I thought drückte he er was- nochmal meine Hand. I thought he was going to say, I'm glad God let you live again. Und ich dachte, er würde wieder sagen, ich bin so froh, dass Gott noch wollte, dass du weiterlebst. But he did not say that. Aber er hat es nicht gesagt. He said, that book you were reading by the pool that day, Und dann sagte er, das Buch, das du an dem Tag an dem Swimmingpool gelesen hattest, 90 Minutes in Heaven, 90 Minuten im Himmel, does it talk about heaven in that book? es spricht darüber. Spricht es darüber, über den Himmel in diesem Buch? Yes, it does talk about heaven. Ja, sagte sie. Does it tell you how to get to heaven in the book? Und dann fragte er weiter, sagt es dir in dem Buch auch, wie man in den Himmel kommen kann? Yes, she says it does. Ja, sagt sie, das sagt es in dem Buch. He says, do you think you could get me a copy of the book? Und dann sagte er, meinst du kannst mir auch eine Kopie von diesem Buch besorgen? She said, I'll do everything I can to get you a copy of the Sie book. sagt, ich werde alles tun, was ich kann, um dir auch eine Kopie von diesem Buch zu besorgen. She said, I was walking down the street today. So sagte sie, und dann ging ich heute hier die Straße entlang. I came to buy clothing to replace the clothing we lost in the tsunami. Und zwar brauchte ich Kleidung, um diese alten Sachen mich davon zu trennen. And there was a sign in front of the church. Und da war bei dieser Kirche ein Schild in der Kirche. Tonight, Don Piper speaks. Und da sagt es, heute Abend spricht Don Piper. I thought, I've got to go hear you speak. Dann habe ich mir gedacht, ich muss doch zu dem Gottesdienst, wo Don Piper spricht. I called my husband and said, I'm going to be late tonight. Dann habe ich meinen Mann angerufen und habe gesagt, ich werde heute Abend später nach Hause kommen. Don't ask me why, but it's going to be a big surprise. Frag mich nicht warum, aber es wird eine ganz große Überraschung sein. She said, I came to hear you speak. Und so kam sie zu mir und sagte, ich musste dich hören. And I need to get a book for my Und husband. ich brauche dieses Buch für meinen Mann. I said, what's your husband's name? Und dann sagte ich, wie heißt denn dein Ehemann? She said, his name is Lars. Und dann sagte sie, der Name meines Mannes ist Lars. I said, I'm going to sign this book to Lars. Und so habe ich das Buch signiert und unterschrieben und seinen Namen hineingetragen. And I signed my book, See You at the Gate. Und dann habe ich da reingeschrieben, ich werde dich beim himmlischen Tor wiedersehen. I want you to take this book and give it to Lars. Dann habe ich ihr gesagt, ich möchte, dass du dieses Buch nimmst und dann deinem Mann gibst.
And then after he reads it, would you contact me? Und dann sage mir bitte, wenn dein Mann das Buch durchgelesen hat, Let me know what he thinks. lass mich dann wissen, was er darüber denkt. She smiled and she said, I certainly will. Dann lächelte sie und sagte, natürlich werde ich das auch tun. She put her arms around me and hugged me. Und dann umarmte sie mich. We said a prayer for her husband. Und dann haben wir noch für ihren Ehemann gebetet. She disappeared into the crowd. Und dann ging sie mit den anderen Menschen weiter. I thought I may never hear from her again. Und dann habe ich gedacht, ach, von der Frau werde ich vielleicht doch nicht mehr wieder hören. I did. Aber es war anders. She sent me an email. Sie hatte mir eine E-Mail geschickt. About 3 weeks later, 3 Wochen später the email said, Dear Don, sagt es, lieber Dan, praise God. ich lobe den Herrn. Lars is going to heaven. Lars wird auch in den Himmel kommen. What would it take for you Und was wird es für dich bedeuten, to give your heart to Christ? wenn du dein Leben Jesus übergibst? A hurricane? Ein A tsunami? Wirbelsturm, ein Tsunami. Tsunami? Tsunami. What does it take to give your heart to Christ? Was wird es, wie wirst du zum Herrn kommen? Do you have to get hit by a truck to understand? Musst du erst unter einen LKW kommen? I don't think you do. Ich glaube nicht, dass das sein wird in deinem Leben. It's just a matter of faith. Es ist einfach nur eine Sache des Glaubens. The man who prayed for me in the car, Dieser Mann, der für mich gebetet hatte in meinem Auto, he didn't understand why he should pray for a dead man. er wusste ja auch nicht, warum er für einen Toten beten sollte. He just did what God told him to Er do. tat nur das, was der Herr ihm aufgetragen hatte. And tonight, if God is telling you to give your heart to Christ, Und heute Abend, wenn der Herr dir sagt, du sollst dein Leben Jesus übergeben, I'm going to ask you to do it. dann werde ich dich darum bitten. Just like Lars did. Genauso wie Lars es getan hatte. Just like the 95-year-old woman in the wheelchair. So wie diese 95-jährige Frau in dem Rollstuhl. Just like I did when I was 16 years old. So wie ich es getan hatte, als ich 16 Jahre alt war. Give your heart to Christ. Gebe dein Leben Jesus. Heaven will be yours. Dann wird der Himmel dein sein. No more death. Kein Tod mehr. No tears. Keine Tränen. No pain. Und keine Schmerzen. Heaven is real. Der Himmel ist real. Jesus is the way. Jesus ist der Weg. There is no other way. Es gibt keinen anderen Weg. In a few days, we will go to the airport in Frankfurt to go back home. In einigen Tagen werden wir in Frankfurt sein, am Flughafen. If you go to the airport in Frankfurt, they have these large boards. Und wenn man nach Frankfurt kommt zu dem Flughafen, da gibt es diese riesengroßen And Tafeln. they say to where all the flights are going. Und darauf steht dann, wo diese ganzen Flüge hingehen. I'm going back to Houston, Texas. Und ich werde dann wieder nach Houston, Texas fliegen. I need a flight to Houston, Und Texas. ich brauche dann einen Flug nach Houston, Texas. When you go to the airport, you'll notice all the flights don't go to Houston, Texas. Und wenn du dann zum Flughafen gehst und siehst die Tafel, dann wirst du erkennen, diese Flüge gehen nicht alle nach Houston, Texas. If I go to a specific place, I need a specific way. Und so, wenn ich einen besonderen Platz mir ausgesucht habe, If you want to go to heaven, you're going to have to go a specific way. und wenn du zum Himmel gehst, gehst du auch einen ganz besonderen Weg. All paths do not lead to heaven. Jeder Weg führt dich nicht zum Himmel. One path leads to heaven. Es gibt nur einen Weg zum Himmel. Jesus Christ. Und Jesus Christus ist He der is the Weg. way. Er ist der Weg. He's the way. Er ist der Weg. He is the truth. Er ist die Wahrheit. He is the life. Und er ist das Leben. If you want to go to the Father, Wenn du zum Vater gehen willst, you have to go through the Son. dann musst du durch den Sohn kommen. Has there ever been a time when you've ever done that? Habt ihr das schon mal getan? See, one day I'll see Lars at the gate of heaven. So seht ihr, eines Tages werde ich Lars an den Toren sehen im Himmel. I want to see you there. Und ich möchte auch euch dort sehen. Give your heart to Christ. So gebt euer Herz dem Herrn. For some of you tonight, you need a new beginning. Und für viele von euch, ihr benötigt einen ganz neuen Anfang. At this place, Hier in diesem Platz, in this hour, zu dieser Stunde, you can begin again, kannst du einen ganz neuen Anfang haben, starting right now. der jetzt sofort anfangen kann. Would you pray with me? So, möchtet ihr jetzt mit mir beten? Dear God in heaven, Lieber Gott im Himmel, thank you for letting us join each other tonight. Yes. bitte wiederholt das jetzt. Thank you for being in our presence tonight. Danke, Herr, dass wir in deiner Gegenwart sein dürfen. Thank you, Lord, for Jesus Christ. Danke,
Vater, für Jesus Christus. We believe in him. Wir glauben an ihn. We know he died for us. Wir wissen, dass er für uns gestorben ist, So we should live for him. sodass wir für ihn leben können. We accept what he did on the cross. Wir nehmen das an, was er für uns am Kreuz getan hat. He defeated death and sin. Er entmachtete die Sünde und den Tod. We accept that as a payment for our sin. Wir nehmen das an für unsere Sünden. We want to go to heaven. Wir wollen in den Himmel kommen. Help us to be faithful until you take us there. Herr, hilf uns treu zu sein, bis du uns dorthin nimmst. We pray in Jesus' name. Und wir beten das im Namen Jesus. Amen. Amen. Would you keep your heads bowed, please, Bitte eure Köpfe beugen and eyes closed? und eure Augen geschlossen halten. Let me ask you a question tonight. Und lasst mich euch jetzt etwas fragen. You came tonight because you heard that someone was going to speak on heaven. Ihr habt gehört, dass jemand sprechen würde über den Himmel. I have spoken on heaven. It's a magnificent place. Und ich habe über den Himmel gesprochen, denn es ist ein ganz herrlicher Platz. It's God's place. Es ist ein Platz, wo Gott ist. And he wants all of us to be there. Und er möchte, dass wir alle dort sein Are you sure you're sein going there? werden können. Are you sure? Seid ihr ganz sicher, dass auch ihr dort hinkommt? You can be sure tonight. Und du kannst dessen ganz sicher sein heute Abend. Whether you're a teenager or you're 95 years old. Ob du ein Teenager bist oder ob du 95 Jahre alt bist. Have you ever put your heart on God's throne? Hast du schon einmal dein Herz dem Thron Gottes ausgeliefert? Have you ever accepted what Jesus did for you? Hast du schon mal das angenommen, was Jesus Christus für dich getan hat? If the answer to that question is no, Wenn die Antwort darauf Nein ist, I'm going to ask you tonight dann to möchte ich heute Abend, give your heart to Christ. dann möchte ich heute Abend fragen, dass du dein Leben Jesus übergibst. It's a matter of just accepting what he already did. Es ist einfach etwas, was du einfach annehmen kannst. And he will bless you. Und er wird dich segnen. You won't have to get good enough to become a Christian. Du brauchst nicht gut genug werden, um ein Christ zu werden. He'll take you just the way you are. Er nimmt uns so, wie wir sind. He'll help you find a better way. Und er wird dir zeigen, einen besseren Weg zu He'll help you finden. find a new beginning, Und er wird dir helfen, einen neuen Anfang zu haben. a new normal. Ein ganz neues, normales Leben. If you'd like for me to pray for you right now, I'm just going to ask you to lift your hand. So, wenn ihr möchtet, dass ich für euch bete, dann bitte erhebt eure Hände. And in a moment, as you lift your hand, you're saying, I'm not sure I'm going to heaven, but I want to be sure. So, wenn du dann deine Hand erhebst, dann weiß ich, dass du dann sagst, ich bin nicht ganz sicher, ob ich in den Himmel komme, aber ich möchte es ganz sicher machen. No one is looking around. This is not for anyone else's eyes. Und niemand schaut sich jetzt bitte um, das geht niemanden anderen etwas an. You're just lifting your hand and say, please pray for me, Don. I'm not sure I'm going to heaven, but I want to be sure. So, du erhebst einfach deine Hand, um zu sagen, ich möchte in den Himmel kommen, denn ich bin nicht ganz sicher, ob ich dorthin Thank you. komme. Thank you. Anyone else? Und Please jetzt pray for danke me. ich euch. Thank you. Ich danke euch Thank you. für eure Hände. Thank you very much. Ich danke euch. Put your hands down, please. Und jetzt nehmt eure Hände wieder runter. God, you are watching. Oh Herr, du siehst alles. But you knew our hearts even before we lifted our hands. Aber Herr, du kanntest auch unser Herz schon, bevor wir unsere Hand zu dir erhoben. Those that have lifted their hands tonight are being honest. Und diejenigen, die ihre Arme erhoben haben, waren wirklich sehr ehrlich. They really want to believe there was a better place than this, Sie wollen wirklich wissen, dass es noch einen besseren Platz gibt als hier diesen. where there is no pain, Dort, wo es keine Schmerzen mehr no geben wird. death, Keinen Tod, no tears. keine Tränen. Oh God, we know it's real. Oh Herr, wir wissen, dass es wirklich real ist. And it is available to us. Und es ist da für jeden Einzelnen von uns. I'm praying, Lord, that this moment of faith Und Herr, ich bete, dass in diesem Moment des Glaubens
that those who lifted their hands dass diejenigen, die ihre Arme erhoben haben, and those who didn't und für die, die es nicht getan haben, will say yes to Jesus. dass sie alle Ja sagen zu Jesus. With your heads bowed and eyes closed, I'm going to ask you to repeat this prayer, but not out loud. Say it silently, please. So, jetzt bitte haltet eure Augen zu und euren Kopf gebeugt und jetzt sagt dies bitte nach, aber nicht laut. Jesus, I know I'm a sinner. Jesus, ich weiß, dass ich ein Sünder bin. I know I have sinned against you. Ich weiß, dass ich gegen dich gesündigt habe. Please forgive me Bitte vergib mir and help me to live better from now on. und hilf mir, ein besseres Leben zu leben von jetzt an. I accept you as Savior, Ich nehme dich an als meinen Erretter saving me from sin and death. und du errettest mich von dem Tod und der Sünde. I accept you as Lord, Ich nehme dich an als meinen Herrn asking you to guide me the rest of my days. und ich bitte dich, dass du mich führst den Rest meines Lebens. Thank you, Lord, for coming into my life. Und danke, Herr, dass du in mein Leben gekommen bist. I look forward to being with you someday. Und ich schaue danach aus, eines Tages mit dir zu sein. Help me to be found faithful Und hilf mir, dass ich auch treu gefunden werde von dir. until you call me home. Bis zu dem Tag, wenn du mich heimrufst. I know now I am a Christian, Und ich weiß auch jetzt, dass ich ein Christ geworden bin. and I look forward to seeing you someday. Und ich schaue danach aus, eines Tages dich zu sehen. In Jesus' name. Im Namen Jesus. With your heads bowed and eyes closed, I'm going to ask you, if you prayed that prayer and meant it, really meant it, it was sincere, I'm going to ask you to lift your hand. Und jetzt bitte ich euch, diejenigen, die die Augen noch geschlossen haben und die Hände runter, dass ihr anzeigt, ob ihr es wirklich gemeint habt von ganzem Herzen. Yes, I've prayed it. I believe it. Sagt mit eurer Hand, ja, ich habe das von ganzem Herzen gebetet. Praise God. Und Praise ich God. danke dem Herrn dafür. Praise God. Ich danke Jesus dafür. Thank you, Jesus. Jesus, ich danke dir dafür. Thank you for all these who have prayed this prayer. Und Jesus, ich danke dir für alle, die dieses Gebet mitgebetet haben. I pray now that they will begin to live the life of a Christian. Und Herr, ich bete, dass all diese jetzt lernen, das Christenleben zu leben. They'll begin to read your word Und dass sie dann anfangen, dein Wort zu lesen. and participate in a group of believers like this. Und dass sie mitarbeiten in einer wunderbaren Gemeinde wie dieser. And begin to share their own faith, Und dass sie ihren Glauben austeilen. like Inga did with Lars. Wie diese Inga dit mit ihrem Mann Lars. We have much work to do, Lord. Wir haben hier noch sehr viel Arbeit zu tun, Ab- hier auf der Erde. I pray that people will go from here tonight sharing their faith. Und ich bete, dass viele Menschen von diesem Platz heute Abend weggehen und ihren Glauben austeilen. And revival will break out Und dass auch eine Erweckung dann ausbricht. in this place, In diesem in Platz, this neighborhood, in dieser Nachbarschaft, in Berlin, in Berlin, in Germany, in Deutschland and around the world. und um die ganze Welt. God bless us. Der Herr segne In uns. Jesus' name. Im Namen Jesus. Amen. 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 Look up here, would you please? So schaut bitte zu mir jetzt. The Bible says that angels now are singing your name. Die Bibel sagt, dass die Engel nun singen. It's like a big birthday party. Es ist dort eine ganz herrliche, sowas wie eine Geburtstagsfeier. Because giving your heart to Jesus is your spiritual birthday. Denn wenn ihr euer Leben Jesus übergebt, ist es ein geistiger Geburtstag. There's that word new again. Und da ist wieder das Wort neu. You've experienced a new birth. Und dann erfährst du die neue Geburt. Tell someone. Sag es dann jemandem. Share it with the pastor. Sag es dem Pastor. Share it with me. Sag es mir. Share it with your family members. Oder mit deiner Familie oder Freunden. They'll be so happy for you. Sie werden dann so We are erfreut happy for sein. you. Und wir sind erfreut We are darüber. happy for you. Und wir Let's freuen uns. give God So applause. lass uns applaudieren dem Herrn. Praise God. I want to thank you for being so attentive tonight. Ich möchte euch danken, weil ihr heute so aufmerksam wart. Pastor has asked me to receive a few questions from you, and then in a moment he is going to come up and close the meeting. So if you have a question that you would like to ask, you can just lift your hand. We'll take 2 or 3. Otherwise, you can come by here. Okay, you want to do it? Also wir haben noch so 2 oder 3 Fragen, die heute beantwortet werden. You're going to switch. Okay. You going to do it? Okay. Wer hat eine Frage? Weil du hast aufgeschrieben und sie war zuerst einmal.
No, ja, nein, ich komme nur zu dir mit dem Mikrofon, sodass du die Frage stellen kannst. Doris übersetzt sie. Ich möchte sehr gern wissen, was du nach dem Tod erlebt hast. Direkt. Also, ja, nach dem Unfall. What I experienced after the accident? I was not aware of anything after the truck hit me except heaven. It was immediate. I went immediate. Yeah, it was instantaneous. The moment the truck hit me, I was standing at the gates of heaven. Ich meine jetzt außerhalb des Irdischen, also den Aufstieg in den Himmel oder wie man das immer bezeichnen soll. Also sie fragt, was er erlebt hat, Unfall und dann seine Seele oder wie auch immer, was war noch, hat er noch was mitbekommen? Oh, I mean, how did it change me? I mean, how am I now? Is that what you're saying? Nein, die Frage ist, was ich verstehe, was sie meint, ist die Frage, er wurde verunglückt, hat er sich selber noch gesehen, wie er in den Himmel geht, wie ist das passiert? No, I did not. No, I hear people have experiences where they have died and they hover above themselves. And they see their life before them. I did not have such an experience. I did not have a near-death experience. Er hatte keine Nahtoderfahrung. Nahtod, also Yeah. direkte Nähe, also Schnelltod. Also Yeah. When you're dead for 90 minutes, you're not nearly dead. Wenn du 90 Minuten tot bist, dann hast du nicht nur eine etwas Erfahrung von Tod. So my experience is not like a lot of others that you hear say they had a death experience and they saw themselves or that kind of thing. So meine Erfahrung war nicht, dass ich nur eine etwas tote Erfahrung hatte, wie manche andere Leute das hatten. I did not see myself, I was there. Ich hatte mich nicht selbst gesehen, wie ich da tot war. I saw through these eyes and I was seeing heaven in front of me. Und durch diese Augen konnte ich nur den Himmel erkennen. I know it's hard to understand, but it's heaven. Yeah. So ist nun mal der Himmel. Forget everything you know about here. Vergiss alles, was du hier unten kennst. It's not like here. Es hat nichts mehr mit dem Irdischen zu tun. We can talk some more if you'd like. gut, da war hinten noch eine Other question? Frage. No, nee, ich war in der Reihe hier. Gut, dann warst du dann der Nächste. Okay? Jesus hat gegenüber den Sadduzäern angedeutet, dass es im Himmel nicht mehr die Ehe gibt. Und ist die Frage, Yes. ist im Himmel eine Single-Gesellschaft? Und auch die Frage, sind im Himmel immer noch Männer und Frauen wie hier? Gibt es noch die Geschlechter oder wird das neutralisiert? Yes. Yes. Yes, in heaven we're still men and women. We don't stop being who we are. Wir hören nicht auf, das zu sein, was wir jetzt sind. Because God created us this way. Denn der Herr hat uns so geschaffen, wie wir jetzt sind. The relationships there are superior to the relationships we have here. Die Verbindungen, die wir dort haben zu Menschen, sind viel höherer Qualität als hier auf der Erde. In the best marriages there is conflict. Sogar in den besten Ehen gibt es viele Konflikte. Between parents and children there is conflict. Zwischen den Kindern und den Eltern gibt es Konflikte. Between countries there is conflict. Und zwischen Nation und Nation gibt es Konflikte. In heaven we all understand and love each other Und im Himmel verstehen wir uns alle miteinander. in a perfect way. In einem perfekten Weg. So the relationships are even better there than they are here. Dort sind dann die Verbindungen viel besser als hier auf der Erde. But I will know my wife and who she is, Aber wir werden meine Frau wiedersehen, so wie sie jetzt ist. just as I knew my grandfather when he greeted me at the gates. So wie ich meinen Großvater erkannt hatte, als mich dort an dem Tor getroffen hatte. And just as I remember a couple of students that I went to school with who greeted me at the gates. Und genauso wie ich auch einige Studenten wieder getroffen
Once again, it's very hard to explain. Wiederum muss ich sagen, es ist sehr, sehr schwer zu erklären. But you'll love each other even more there than you did here. Aber wir werden uns im Himmel viel mehr lieben als Yeah. jemals hier auf der Erde. Because it'll be a perfect love. Weil es eine perfekte Liebe sein wird. Without conflict and misunderstanding. Ohne Missverständnis und ohne Konflikt. Next. Noch die nächste Frage. Und zwar, was geschieht mit den Kindern, die nicht geboren wurden oder die abgetrieben wurden oder so gestorben sind? He wants to know what happens to those children who were aborted. My wife and I have 3 children. Meine Frau und ich, wir haben 3 Kinder. But our firstborn child, our daughter, is 5 years older than our sons. So, unser erstes Kind ist 5 Jahre älter als unser Sohn. During that time, we lost 2 children. Und in dieser Zeit hatten wir 2 Kinder verloren. One was a miscarriage. Eins war ein Fehlgeburt The other one is called a tubular pregnancy. It did not work. und das andere war eben ein Kind, das nicht zum Leben kam. I believe I will see them at the gates of heaven. Und ich glaube, auch diese beiden werde ich im Himmel sehen. I did not see them this time because they had not played a spiritual role in my life. Und ich hatte sie dieses Mal im Himmel nicht gesehen, weil sie auch keine geistige Rolle für mich begangen haben. And everybody I met there had played a spiritual role in my life. Die Menschen, die ich dort getroffen hatte, waren die Menschen, die mir geholfen hatten, auf meinen Geist. But I believe they and children who have been aborted will be there. Aber ich glaube, dass die Kinder, die aufgetrieben wurden, dass man die dort wieder trifft. Because they were creations of God. Denn es waren Gottes Geschöpfe. But I don't necessarily think they will be children. Aber es kann wird vielleicht sein, dass es keine Kinder mehr sein werden. We remember that Adam and Eve were never children. Denkt dran, Adam und Eva waren nie Kinder. God created them as fully developed humans. Gott hatte sie geschaffen als vollkommene, fertige Menschen. Because we were created to have fellowship with God. Denn wir wurden geschaffen, um Gemeinschaft mit Gott zu haben. And we know babies are wonderful, Und wir wissen, dass Babys ganz wunderbar sind. but there's not much fellowship there. Aber man kann nicht viel Gemeinschaft mit ihnen. We're always taking care of them. Wir müssen sie immer versorgen. In heaven, I believe that all those that God has created, especially they don't have to be Christians because they were not old enough to understand what a Christian is. Yeah, what I'm trying to say is, children who didn't even know the difference between right and wrong will go directly to heaven. Kinder, die nicht wirklich wussten, was richtig und verkehrt ist auf dieser Erde, unsterben, werden direkt zum Himmel. And we will be with them. Und wir werden mit ihnen. It will be a great reunion. Es wird eine wunderbare Gemeinschaft und ein wunderbares Wiedersehen sein. Exactly. Hope that answered your question. Noch eine Frage. Maybe one. Wo mache ich das? Eine Frage. Yeah, if you don't get your question A answered, young girl, I asked her. So. Ich beantworte, du kommst, kannst du ideal. yeah, you can Eine come junge up. Dame I will be noch. here afterwards, and I'll answer your questions directly if you didn't get that. So. Ja. Okay. She has one more. What are we going to do in heaven? What are we going to do? Yeah, are we going to have a job or are we going to assist? Yeah, I will say, we will have responsibilities. Ich sage, wir werden im Himmel Beschäftigung haben. Yeah, because we think of job is not so good. Es ist kein Arbeitsplatz It'll dort. be responsibilities, and they'll all be good. Es wird verantwortungsvolle Dinge sein. Wird But es there are sein. many things to do in heaven. Aber es gibt sehr viel zu tun im Himmel. One thing we do in heaven is glorify God and praise Him. Zum Beispiel werden wir den Herrn dort verherrlichen und ihn loben und preisen. Another thing we do in heaven is greet those who come after us. Und dann werden wir diejenigen begrüßen, die nach uns kommen werden in den Himmel. To stand at the gate and greet those who come Und after wir us. stehen dann dort an dem Tor und begrüßen diejenigen, die kommen. What a great responsibility that is. Ist das nicht eine große Verantwortung? One other thing we do in heaven is dine at the Lord's table. Dann werden wir noch mit dem Herrn essen an seinem Tisch. Imagine having dinner with God Stellt euch vor, wir haben eine Mahlzeit mit dem Herrn. and you never gain any weight. Und du nimmst dann auch nicht zu im Himmel. Yeah. Because in heaven we do not eat to stay alive.
Im Himmel werden wir nicht essen, um am Leben zu bleiben. We'll be more alive than we ever were here. Wir werden dort so lebendig sein, wie wir es noch niemals hier unten waren. We dine together in heaven because God wants His children around the table. Wir werden dort nur essen, weil der Herr möchte, dass er Gemeinschaft hat mit uns und mit uns zusammen sein möchte. I can't wait to eat with the Lord. Und ich kann gar nicht abwarten, um mit dem Herrn zusammen zu sein und mit ihm zu essen. So there are many things to do in heaven. So, es wird sehr viel Beschäftigung It's a geben. very Im Himmel. exciting place. Es ist ein Platz, der nur Begeisterung ist. And some of you tonight in this room Und einige von euch hier in diesem Raum have made reservations for heaven. haben ja schon die Reservierung gemacht im Himmel. That means we'll see you there. Das heißt, wir werden euch dort wiedersehen. If we don't see you again here, we'll see you there. Wenn wir euch hier nicht mehr sehen, wenn ich euch hier nicht mehr sehen werde, dann aber im Himmel. God bless you Vielen all. Dank. Er segne euch. Wir machen jetzt noch, Heidi, willst du noch ein Lied singen? Ein schönes Lied. Tränen fallen nie mehr von Dottie Rambo. Sie ist verunglückt dieses Jahr mit ihrem ganzen Team, aber sie hat herrliche Lieder geschrieben vom Himmel. Kannst du dann singen und wir warten noch und hören uns mal das in Deutsch und Englisch. Tränen fallen nie mehr dort an jedem kristallenen Strand. Wer kriegt das hier? Wir wollen heute Don ganz besonders danken, dass er hier war, uns gedient hat. Wir haben so viel gehört, so viel erfahren. Wir werden jetzt ein Liebesopfer aufnehmen und Liebe spürt man, hat man ja gerade soeben gehört. Und wir möchten einfach zurückgeben, das, was er uns mitgeteilt hat. Er hat so viele gestern 2 Stunden oder 2,5 Stunden für Menschen gebetet. Menschen Zeit genommen. Er wird das Gleiche heute Abend tun. Aber zuerst nehmen wir unser Liebesopfer auf. So, die müssen ja zurückkommen. Von Frankfurt bis hier kostet 300 € hin und zurück. Dann müssen sie von hier nach USA zurück. Und sie müssen auch davon leben. Und wir möchten auch gleichzeitig helfen, dass sie in Houston und sonst aufbauen können oder helfen können, denn die meisten Häuser sind zerstört, wie ich gehört habe. Auch ihr Haus. Auch ihr Haus ist zerstört worden. Die sind auch plötzlich durch den Sturm, stehen sie vor dem Nichts. So, ich denke, wir lassen einfach mal hier unser Körbchen durchgehen. Peter, wo steckst du? Wir singen ein Lied miteinander und dann möchte ich, ja, wir bleiben sitzen, denn dann lassen wir diese Körbchen durchgehen. Gott möge euch segnen. Wir singen ein Lied